Staatsgrenze. Höhenmeter des heutigen Tages. So, direkt nach Röthenbach wird's ernst. Guten Morgen. Guten Morgen. Heute ist der erste Tag des Bodensee-Königssee-Radweges. Wir stehen hier in Lindau am Hafen und fahren jetzt direkt auch mal los. Und das erste Schild vom Bodensee-Königssee-Radweg, was wir gesehen haben, ist dieses hier. Und jetzt fahren wir links am Bahnhof entlang. Da schwimmt jemand im Wasser. So, da geht's weiter. Wir fahren heute übrigens bis Immenstadt im Allgäu. Dort ist der Alpsee und am Alpsee Camping werden wir dann zelten. Hoffen wir. Zumindest versuchen. Aber dazu später mehr. Jetzt ist es 7:30 Uhr gleich und wir suchen mal was zum Frühstücken. Vor allem einen Kaffee. Genau, Kaffeedurst ist da. Hier neben uns fließt ein kleiner Fluss und der bildet gerade die Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Wenn wir jetzt nämlich mal hier rüberfahren, ja, steht hier Staatsgrenze und jetzt geht's nach Österreich. Und wieder zurück in Deutschland und auf dem Bodensee-Königssee-Radweg. Man sieht, dass wir mittlerweile im Allgäu sind. Wir schauen auch mal auf die Höhenmeter des heutigen Tages. Das sieht doch ganz schmackhaft aus. Na, Anne? Anne ist auch begeistert. Zum Glück habe ich einen zweiten Akku dabei. Es geht bergab. An diesem Sonntagmorgen ist es noch relativ frisch, ca. 15 Grad, bewölkt. Die Füße ja, leiden etwas, eher eisig, aber es sind solche Anstiege, da wird einem warm. Ja. Ums Herz. Und da hinten kommt schon ein bisschen die Sonne raus. Wir sind gerade in Hergensweiler und glauben, hier einen Bäcker ausfindig gemacht zu haben. Rechts um die Ecke müsste der jetzt kommen. So, da, genau. Der Schwarz, Bäckerei und Café. Ja, es ist kurz vor 8, müsste dann auch schon aufhaben, glaube ich. Ja, glücklich, Anne ist auch glücklich. Gut. Alright. Wir waren erfolgreich beim Frühstück. Du hast? Was im Mund? Ja, okay. Also irgendwie Tomate, Mozzarella. Genau, einen Laugen Butterhörnchen. Ja, ich habe dann noch ein Schokobrötchen, einen Putentraum und auch Tomate, Mozzarella.
Jo. Und Kaffee natürlich. So, frisch gestärkt geht's weiter. Aufsatteln. Aufsatteln. Mit voller Energie. Jo. Jetzt können die Steigungen kommen. Ich sehe gerade, da ist sogar ein Ausrufezeichen, ein Achtungszeichen. Oh, Wird bei mir angezeigt. gefährliche Kreuzung oder was? Nein, gefährliche Höhenmeter. How horny is that then? Ach Anne, du bist doch so zuckersüß. Du verkraftest das. Gemein. Ausblick. Das ist nicht schön. Mensch, Ja, viele saftige Wiesen. ja. Da gab es schon einen Text von KIZ mit saftige Wiesen. Frag mal Herrn Seibold. Eben noch in Bayern, jetzt in Baden-Württemberg. Also ab jetzt wird es wohl stetig bergauf gehen, ehe es dann mal ganz steil wird. Ah, ne, doch nicht. Ah, doch. So, hier sind wir jetzt bei Maleichen, aber es ist gerade 9:40 Uhr oder so. Deswegen für uns nicht relevant. Noch geschlossen, ab 11 sagt Anne gerade, ist offen. Und warm. Hallo. Hi Anne, Da haben wir uns das Auto. wie gefällt dir die Tour bisher? Sehr schön. Sehr schön. Rechts abfahren. Jo, rechts. Sie hat ausnahmsweise mal echt. Sorry. So, direkt nach Röthenbach wird's ernst. Ich habe noch 10 Wir fahren rauf. Okay, also aufhören zu filmen, pedalieren. Zum Glück haben wir so gut gefrühstückt. Gut, Annes zweiter Akku ist jetzt drin. Volle Ladekapazität vorhanden für die nächste Steigung. Wir sind jetzt
auf 700 Höhenmetern und die Steigung, ich glaube vor Stiesenhofen ist sie, führt uns jetzt auf bis zu 840 Meter. Wir machen jetzt also 140 Höhenmeter gut. Irgendwo dort. Anne zieht mir wieder davon. So, in Sport mit 14 km/h. Höhenmeter noch, haben es gleich geschafft. Den Rennradfahrer haben wir fast eingeholt. Eine Bergpanoramalandschaft. Eine Bergpanoramalandschaft. Ja. Ich möchte lösen. Okay, fährst du vor? Okay, ich fahre aus der Höhe. So, wir haben jetzt von den ca. 70 Kilometern schon 51 geschafft und haben jetzt einfach mal die Fahrräder hier auf die Wiese gestellt, nehmen die Kühe und haben schon die Stühle aufgebaut, einen zumindest schon, und werden uns hier einfach mal eine halbe Stunde Pause machen. Ich dachte, wir machen eine Challenge. Ja, die Challenge machen wir am Campingplatz, oder? Ach so, deswegen Ja, also hast du gesehen, dass mein Stuhl schon aufgebaut ist? Ich dachte, du baust Wenn, dann hättest du bereits verloren. Ich dachte, du baust den Tisch auf. Geil. So, jetzt haben wir unsere Pause beendet und starten wieder, und Mario sattelt auf. Und nun geht's weiter Richtung Alpsee und mittlerweile scheint sogar ein bisschen die Sonne. Und man sieht richtig mega. So, guten Tag. Wir sind jetzt circa 10 Kilometer vorm Zeltplatz. Oh, so. Und hier geht es wieder mal etwas den Berg Ja. steil hoch. Und wirklich warm ist es immer noch nicht geworden. Da hinten ja, ziehen so Wolken auf. Ein bisschen windig ist es. Naja, weiter geht's. Nützt ja nichts. Wir sind auf der Zielgeraden noch irgendwas Kilometer. Mit Zotsahne, Joghurt, sahnig, fruchtig, frisch und dann hinein ins Weekend-Feeling. Da kann man schon den See sehen.
So, da vorne kann man, denke ich, schon den Campingplatz erkennen. Links von diesen Häuschen im See. So, wir fahren jetzt hier auf den Campingplatz zu. Und hier vorne ist auch die Zeltwiese, also dieser Streifen hier. Und wir fahren hier übrigens hin, obwohl wir hier schon mal eine Buchungsanfrage gemacht haben, die abgesagt wurde oder ja, abgelehnt wurde. Jetzt fahren wir trotzdem hin und hoffen, dass wir dennoch hier drauf können und man uns nicht wegschickt. Parken wir mal hier. Anne ist wieder die in die Verhandlung eintritt. Ja, gut. So, da kommt eine freudige Anne. Genau, geschafft. Auch hier haben wir einen Übernachtungsplatz. Wir befinden uns hier. Ja. Und unser Zeltplatz ist hier. Ja, genau, also irgendwo da, genau. Da also irgendwo da auf keine diesem Nummern, Streifen da. sondern sozusagen, da können wir uns Genau. abholen. Wo Platz ist. Wo Platz ist, genau. Wie ist mit dem Laden von den E-Bikes? Müssen wir drinnen machen. Okay, ja Müssen gut. wir abgeben. Alles klar, machen Genau, wir. da kann Habe ich man- schon mit gerechnet. Ja. Ja. Da ist ein Zugang zu der Seepromenade. Ja, Genau. cool. dann- Okay, aber alles unproblematisch, alles Ja, nett? alles super nett. Ja, gut. Okay, super. So, wir gehen jetzt in die Campingstuhl-Aufbau-Challenge, 5. Runde, glaube ich. Mal schauen, ob Anne diesmal gewinnt. Also so. Ja, ja. Ja, okay, alles klar. Nee. Ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Also. Auf die Plätze. Guck mich an. Fertig. Los. Oh, jetzt. Du hast doch hier irgendwas. Scheiße, das ist so richtig. Scheiße. Premiere! Endlich. Stunden später. Okay, Anne hat gewonnen. Muss ich den Scheiß nicht mehr machen? Das ist ja klasse. Was fehlt uns noch? Da gibt es auch noch den passenden Tisch, den haben wir schon voll stehen. Ja, Prost. Siegerin. Und wie schmeckt deine Siegerkräuterscholle? Nach Kräuterlimonade. Zitronenlimonade mit Kräuterextrakt sehr süß, würde ich sagen, schmeckt sie. Ja. Aber ist okay. Der Triumph schmeckt süß, ne? Der schmeckt köstlich. Ja, ja. Anscheinend ist heute Annes Glückstag. Erst bei der Challenge gewonnen, jetzt beim Kartenspiel. Also wir können es auch umdrehen. Entweder ist heute vielleicht Marios Pechstrebentag. Oder Ich kann bin es einfach einfach heute einfach zu gut für ihn. nicht. Ja, das wird sein. Zum Abendessen gibt es heute Meerkornbrötchen mit diesem Knoblauchdip von Dahlhoff. Knoblauchcreme. Das kenne ich aus meiner westfälischen Heimat. Da gab es das immer. Und seitdem ich in Süddeutschland wohne, habe ich das kaum gegessen. Aber hier in Bayern gab es das endlich mal wieder. Dann haben wir direkt zugeschlagen. Ja, und jetzt gibt es noch ein bisschen Naturjoghurt mit Apfel. Wahrscheinlich voll mit Knoblauch. Guten Abend. Wir machen gerade unsere Tour am See entlang und können mal eben was zum Tag sagen.
Also es waren schöne 70 Kilometer mit ca. 700 Höhenmetern, aber nicht allzu schlimm. Der Campingplatz ist wirklich gut, gute sanitäre Ausstattung. Was toll ist, ist ein Poolbereich, der auch relativ windgeschützt ist. Und da waren wir auch eine Runde mal baden. Ja. Und zudem hat der Campingplatz direkten Zugang zur Seepromenade. Also praktisch zu genau diesem hier ist da vorne dann. Ja. Genau. Hat auch einen Kiosk, der geöffnet ist, nachmittags von 15 bis 19 Uhr. Das Camping-Restaurant ist sonntags und montags geschlossen. Genau. Okay, das ist genau heute am Sonntag. Ja. Aber wir sind satt geworden. Ja. Also ist ein guter Campingplatz, mit einem entsprechenden Preis natürlich auch. Das war's zu unserem Fazit. Jetzt gehen wir nochmal hier eine kleine Runde und melden uns vielleicht später nochmal, bevor wir schlafen gehen.